Hallo, wir zeigen heute auf funkyhome.de, wie man die Alpha ESS App installiert und wie man die Einstellungen vornimmt. Und jetzt haben wir das auch schon alles fertig angeschlossen. Das heißt also, wir können jetzt das einschalten. Die Einschaltreihenfolge ist hierbei auch noch relativ wichtig. Wir müssen zuerst die Erweiterungsakkus einschalten und dann erst die Powerstation. Und dann dauert das so ungefähr 20 Sekunden oder so. Dann ist die Powerstation hochgefahren. Man sieht hier oben ein kleines WLAN-Symbol blinken, wenn das aufgehört hat zu blinken. Und wenn die beiden Zusatzakkus erkannt wurden, und die wurden jetzt hier schon erkannt, hier sieht man eine kleine 1, 2 und 3. 1 ist die Powerstation, 2 und 3 sind die beiden Erweiterungsakkus. Ja, dann sehen wir also hier auch schon jetzt 50%. Das Display, wie gesagt, geht leider sehr schnell aus. Das ist ein bisschen schade. Die Zeit, die App ist nicht ganz so umfangreich wie zum Beispiel bei EcoFlow, wo man dann noch mehr Einstellungen machen kann. Also wir beginnen jetzt mit der App, denn über die App kann man die Powerstation und die Erweiterungsakkus steuern. Wir haben das jetzt hier alles schon eingerichtet. Ich denke, ich schmeiße das jetzt alles nochmal raus. Und dann können wir das nämlich auch gleich zeigen, wie man das macht. Man kann nämlich direkt auf das Gerät drauf gehen und kann dann sagen, Gerät entbinden. Ist es ein Junge? Sure? Ja. Das ist uns auch noch aufgefallen. Es sind immer noch größtenteils oder viele englische Sätze, englische Teile noch mit integriert. Das heißt, die Übersetzung ist noch nicht ganz vollständig. Ja, aber man muss sagen, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz neues System von Alpha ESS. Und natürlich fangen die mit Englischen an und Englisch, Chinesisch und am Ende des Tages kommt dann auch noch Deutsch dabei. Also es ist auf Deutsch einstellbar, aber leider noch nicht wirklich alles auf Deutsch verfügbar. So, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu der Installation von der App. Das habe ich jetzt ganz vergessen zu erzählen. Und zwar ganz wichtig ist, dass man in dem Play Store nicht die Alpha ESS App nimmt und installiert, sondern dass man sich die Alpha Lite App auswählt und installiert von Alpha ESS. Das ist ganz wichtig, denn sonst hinterher kommt nämlich ein Fehler, kein System. Und wenn man irgendeine Konfiguration für Hybridwechselrichter oder irgendwas einstellen muss, dann kann man diese Fragen nicht beantworten, denn das ist die falsche App. Also unbedingt die Alpha Lite App verbinden. Nach der Installation muss man sich noch anmelden, das heißt, da muss man seine E-Mail-Adresse angeben, muss sich dann dementsprechend anmelden und das ist aber sehr schnell erledigt. Kann man dementsprechend dann über die Login-Daten aufrufen, die man vorher vergeben hat. Und jetzt fügen wir die Powerstation dazu, indem wir sagen Add Vita Power Device, gehen auch weiter. Wir sehen auch hier wieder leider teilweise Englisch, teilweise Deutsch, aber das wird noch kommen. Dann ist hier ein Hinweis, dass man sich mit der Powerstation über WLAN verbinden soll. Und das ist nämlich so, dass hier erstmal jetzt ein Wi-Fi-Hotspot entstanden ist, der jetzt die ganze Zeit offen ist. Und dann sind hier die Zugangsdaten aufgeführt. Das heißt, wir müssen jetzt gleich aufrufen ALG irgendwas und dann lautet das Passwort dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist unser Passwort. So, dann gehen wir jetzt mal in die Systemeinstellung rein und wir finden kein ALG irgendwas Device. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt schon ein bisschen zu lange gewartet haben. Das heißt, am besten einfach nochmal lange drücken, um es auszuschalten, dann wieder einschalten, dann kurz warten und dann erscheint jetzt gleich das ALG Device. Da ist es auch schon. Schon ist gut. Wie gesagt, jetzt können wir uns also auch das Passwort anzeigen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ja jetzt nur erstmal zur ersten Verbindung. So, verbinden das Ganze ist übrigens wieder 2,4
GHz WLAN. Das heißt, wenn man 5 GHz hat, kann es sein, dass man es abschalten muss, aber in der Regel merkt das Gerät selber, aha, ich habe jetzt hier 2,4 GHz und 5 GHz Dualband oder 6 GHz mittlerweile sogar. Und da kann man dann eben entscheiden, ob man das im Router aktiviert oder deaktiviert. In der Regel ist es aber nicht erforderlich, das 5 GHz WLAN zu deaktivieren, sondern man kann sie beide anlassen, verbindet einfach mit dem 2,4 GHz WLAN. Internet eventuell nicht verfügbar, möchten Sie weiterhin damit verbinden? Ja, nur dieses Mal verbinden. So, jetzt das Gerät hier eingefügt. Und das haben wir jetzt im Moment ohne Internet verbunden, ist ja auch richtig. Und gehen jetzt einfach wieder zurück zu der App. Und in der App hat er jetzt erkannt, aha, ich habe jetzt hier gerade mein Gerät bekommen. Und jetzt wähle ich mir noch mein WLAN aus. Und jetzt wählen wir nämlich das WLAN von unserem Router. Das heißt, wenn wir ein Gäste-WLAN haben oder das normale WLAN, womit wir jetzt gerade unsere Powerstation verbinden möchten, das ist das WLAN, womit die Powerstation später ins Internet selber geht und in die Cloud halt eben mit der Cloud eben die Verbindung aufbaut, um dann die Daten zur Verfügung zu stellen in der App. Hört sich alles relativ kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Also, das Gerät verbindet sich mit China oder mit was auch immer für einem Server und dann ist die Verbindung da. Die Verbindungsdaten selber sind dann eben auf dem Cloud-Server von Alpha ESS. Das ist meist Amazon oder wer auch immer dahinter steckt, der Server. Und damit können dann die Daten von dort abgerufen werden. Es hat ein paar Gründe, warum das so ist. Weil zum Beispiel, wenn das selber ein Internet aufbauen würde, wüsste man die IP-Adresse davon nicht und so weiter und so weiter. Man könnte auch genauso gut ein VPN aufbauen und das Ganze dann darüber laufen lassen, aber machen wir jetzt nicht. Hier haben wir jetzt die SSID, die wir eingeben müssen oder auswählen müssen von unserem lokalen WLAN. Das heißt also das WLAN, wo wir hinterher möchten, dass die Powerstation sich damit ins Internet einwählt. Das ist jetzt hier bei uns hier so ein Gäste-WLAN, haben wir dafür ausgewählt und geben das Passwort ein und sagen weiter. Jetzt verbindet eben die Powerstation sich mit dem Internet. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Bestätigen. So, und jetzt haben die noch geschrieben, hätte man sie auch durchlesen sollen, jetzt haben die noch geschrieben, dass wir uns bitte wieder von der Powerstation trennen sollen, also im WLAN. Und wählen jetzt unser ganz normales WLAN aus, was wir sonst immer verwenden. Und dann sehen wir auch schon Geräteinitialisierung erfolgreich. Jetzt können wir noch einen Gerätenamen vergeben. AESS zum Beispiel für Alpha ESS. Und dann könnte man jetzt noch die Lokationsdaten anwählen. Machen wir aber einfach gerade nicht. Speichern. Und damit ist das Ganze jetzt eingefügt. Das heißt also, wir haben jetzt hier übersichtlich die Komponenten, die jetzt gerade eben über den Server, wo auch immer, ihre Daten austauschen und wir rufen von diesem Server dann die Daten ab. Wir sehen hier übersichtlich oben angefangen die Seriennummer, den Namen, ob wir online sind oder offline sind. Das heißt, nur wenn das Gerät eingeschaltet ist, also wenn wir es lange ausschalten, lange den Taster drücken und ausschalten, haben wir keine Verbindung mehr ins Internet. Also nur wenn das Gerät eingeschaltet ist, im Standby oder wie auch immer, alles gut. Sehen wir das hier. So, und dann sehen wir die generellen Einstellungen, General Settings. Und da kommen wir schon zu einem ganz interessanten Punkt. Und zwar können wir hier einstellen, unsere maximale Einspeisungsleistung. Ich übersetze es jetzt einfach mal auf Deutsch. Und die steht jetzt im Moment auf 800 Watt. In Deutschland waren wir bis vor kurzem bis 600 Watt beschränkt und jetzt haben wir eine Einspeisemöglichkeit für Balkonkraftwerke bis 800 Watt. Alles bitte nochmal gegenchecken, kann sich immer ändern, je nachdem wann man das Video gerade schaut oder wo man das schaut. Das ist von Land zu Land und auch teilweise Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt, muss man aufpassen. Jetzt kann man Folgendes machen, man kann tatsächlich sagen, ich möchte aber bis 2000 Watt einspeisen. Dann sagt er, oha, ist das wirklich das, was du möchtest?
und gibt Warnhinweise und so weiter. Und dann muss man einen Unlock-Code eingeben und dann muss man noch einen Installer-Code AAT eingeben und dann muss man das Ganze noch bestätigen und dann muss man das Ganze wieder bestätigen und dann kann man das wirklich machen. Das heißt, das Gerät kann mit 800 Watt, die Powerstation kann mit 800 Watt, aber auch mit bis zu 2000 Watt in das Hausnetz einspeisen. Da das Ganze aber nicht erlaubt ist, über 800 Watt einzuspeisen, sollte man es auch nicht tun. Und deshalb kommen hier diese ganzen Rückfragen. Die haben eine Lizenz erhalten für dieses Gerät und das Gerät ist ausgelegt bis 800 Watt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel im Marktstammdatenregister eine Eintragung macht, dann kann man sein Balkonkraftwerk auch nur bis 800 Watt eintragen im Moment. Denn wenn man darüber geht, müsste man eigentlich das Ganze über einen Elektriker laufen lassen und dann ist es kein Balkonkraftwerk mehr. Dann muss man aber auch eine Anmeldung machen und so weiter und so weiter. Das wird dann ganz schön kompliziert. Aber wir haben ja eben jetzt hier ein Balkonkraftwerk. Also Leute, geht auf 800 Watt, macht nicht mehr. 800 Watt. Wir können auch 600 Watt, 400 Watt oder 200 Watt nehmen. Je nachdem, was man gerade möchte. Es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber nee, das führt jetzt gerade ein bisschen zu weit. 800 Watt, speichern und gut ist. So, das heißt also, über den Schokostecker kann das Gerät jetzt bis zu 800 Watt einspeisen. Darunter haben wir noch die maximale Entladung. Das heißt, die Discharge Cutoff SOC von Battery, die liegt bei 10% im Moment eingetragen. Wir können auch einen anderen Wert nehmen, 20%, 15% oder wie auch immer, ab wann dementsprechend das Gerät abschalten soll. So, dann sagen wir 10%, speichern in Ordnung. Dann haben wir die Möglichkeit, Elektrizitätswerte einzugeben, und zwar den Strompreis, den wir hier aktuell haben, um hinterher so ein bisschen was in Übersicht zu bekommen. Was haben wir denn eigentlich eingespart damit? Na, das möchte man ja gerade mit dem Balkonkraftwerk immer gerne wissen. Was spare ich mit sowas überhaupt? Ne? Rentiert sich das oder nicht? Gut, die Anschaffung ist erledigt, aber es sollte sich ja trotzdem rentieren. Also sagen wir den variablen Preis hinzufügen. Wir haben hier leider nur die Möglichkeit, im Moment einen variablen Preis einzufügen. Den müssen wir also von 0 Uhr bis 23:59 Uhr müssen wir den also bestätigen, die Uhrzeit. Denn hier im oberen Bereich können wir leider nicht einen anderen Preis eintragen. Also wir können nicht einfach einen festen Preis für den gesamten Tag eintragen, sondern 0 Uhr bis 3:59 Uhr. Und da wählen wir jetzt mal einfach 35 Cent oder machen wir 40 Cent. So, komm. Dann machen wir auch 40 Cent, ne? Dann machen wir 40 Cent. Komm. Speichern. So, jetzt haben wir also die Energiekosten eingetragen, die wir für 1 Kilowattstunde zahlen würden. Und dann kann er uns hinterher schön übersichtlich was aufführen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist der Smart Mode. Und zwar können wir jetzt hier sagen, wir möchten gerne einen festen Wert haben, der eingespeist wird. Das heißt also, wie viel Watt soll eingespeist werden, wenn kein PV da ist. Also wenn PV da ist, dann speist er automatisch den vollen Wert ein. Wenn aber die Solaranlage gerade keinen Strom liefert, muss die Powerstation ja wissen, wie viel Strom soll ich denn ins Netz einspeisen. Und das machen wir eben über diesen Wert, indem wir sagen, jetzt, wir möchten hier gerne 200 Watt oder wie viel auch immer einspeisen. Bei 900 Watt müsste er eigentlich meckern. Ich gucke mal, sagt, da geht nicht, weil 800 Watt ist das höchste. So, wir sagen jetzt mal einfach 100 Watt. Das soll er generell einspeisen. Das ist bei uns also zum Beispiel die sogenannte Grundlast. Das heißt also, über Nacht würde er weiterhin mit diesen 100 Watt einspeisen, auch wenn kein Strom dementsprechend aus dem Solarpanel in den Akku eingespeist wird. Das ist natürlich eine tolle Sache. Noch schöner geht das Ganze natürlich, wenn man eine Überwachung hat. Wenn man also einen Smart Meter hat, ein Energy Monitoring, womit man dann halt eben dementsprechend überprüft, was verbraucht denn gerade die Wohnung oder das Haus. Zeigen wir gleich noch was anderes zu. Dann können wir umschalten auf den sogenannten Schnelllademodus. Und da sieht man dann auch schon, wow,
PV-Panel speist ein in die Batterie und Grid speist auch ein in die Batterie. Das heißt also, der würde aus dem PV-Panel und aus der Steckdose die volle Einspeisung machen in die Batterie rein. Wenn wir das jetzt bestätigen. Tun wir mal. Und jetzt macht er das. Das heißt also, er speist jetzt gerade alles, was er hat, ein. Das ist natürlich ganz wichtig beim Camping oder so, dass wenn man jetzt gleich losfahren möchte, dass man schnell noch den Akku wirklich voll macht oder alle 3 Akkus oder bis zu 6 Akkus, also 5 Zusatzakkus und die Powerstation. Dann haben wir hier die Möglichkeit zu sagen Max Output. Das ist auch wieder interessant, denn damit können wir sagen, wir möchten aus dem PV-Panel und auch aus der Batterie alles in unser Hausnetz einspeisen. Das heißt, wir möchten jetzt wirklich die maximale Leistung, die wir hinbekommen, in dem Fall jetzt eben maximal 800 Watt, weil wir es ja gedrosselt haben, möchten wir dementsprechend ins Hausnetz einspeisen. Und das geht darüber. Und jetzt sehen wir auch schon, geht alles eben dementsprechend ins Hausnetz. Ich stelle wieder um auf den normalen Modus, denn normalerweise möchte man eben, dass das PV-Panel die Batterie auflädt und auch den Grundlaststrombedarf in dem Hausnetz dementsprechend versorgt. Die Grundlast kann man relativ einfach herausfinden, indem man mal auf seinen Stromzähler schaut. Den kann man sich freischalten mit einer PIN und kann mit verschiedenen Lichtzeichen kann man den Stromzähler dementsprechend freischalten. Das heißt, mit einer Taschenlampe muss man dann auf diesen Stromzähler drauf, falls der keine Taste hat, und kann dann einen PIN eingeben. Und damit kann man dann die Anzeige ändern auf den momentanen Verbrauch. Das ist ganz toll und das kann man auch sogar abfragen mit einem Smart Meter und so weiter. Okay, führt jetzt ein bisschen zu weit, aber es geht, man kann das machen. So, und wenn man dann nämlich weiß, wie hoch die Grundlast ist, sollte die Grundlast, also der Wert, den man immer in der Regel mindestens verbraucht, haben die Grundlast, das sind die ganzen Elektrogeräte, die ständig wirklich auf einem gewissen Pegel laufen. Das sind so meist so irgendwas so um die 100 Watt. Deshalb sollte man dann auch den Grundlastwert so einstellen. Also wir haben jetzt eine fixe Einspeisung von 100 Watt und das kommt jetzt entweder aus dem PV-Panel in die Batterie rein oder halt eben dementsprechend ins Heimnetz. Das ist natürlich ganz gut. Das heißt also, wir haben selbst ohne weitere zusätzlichen Geräte die Möglichkeit, eine Nachteinspeisung zu machen und tagsüber wird halt eben aus der PV genommen und nachts wird halt eben das dementsprechend aus dem Akku oder den Akkus herausgegeben. Jetzt ist aber so, dass wir halt eben die Grundlast häufig überschreiten. Wir gehen natürlich immer mal höher, zum Beispiel wenn wir eine Waschmaschine einschalten, wenn wir einen Trockner einschalten, wenn wir einen Geschirrspüler einschalten, wenn wir eine Kaffeemaschine einschalten oder auch wenn die ganzen Kühlschränke an- und ausgehen oder die ganzen ist gut, wenn die Kühlschränke an- und ausgehen. Immer dann wird halt eben mehr Strom benötigt. Dieses Mehr an Strom kann man jetzt relativ einfach abfragen. Und zwar indem man sich von dieser Firma sogenannte Smart Plugs erwirbt. Die Smart Plugs nennen sich bei Alpha ESS Vita Plug VP10 und das sind Smart Plugs mit einer Schaltleistung von bis zu 2300 Watt, weil sie haben 10 Ampere. Die werden dann angebunden mit WLAN oder mit Bluetooth oder und. Die steckt man zwischen jedes Gerät. Wir haben jetzt hier leider gerade keinen bestellt. Ja, hätten wir machen sollen, hätten wir machen können. Aber wir haben das schon bei EcoFlow oder so gezeigt. Das sind also kleine Zwischenstecker, Adapterstecker. Die werden eingesteckt in der ganz normalen Steckdose im Haus und bauen dann eine Verbindung auf per WLAN. Also eigentlich geht das Ganze über die Cloud oder und per Bluetooth mit dem Gerät und oder mit der Powerstation. Ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt ganz viele verschiedene Modi, wann was womit verbunden wird. Es gibt auch noch verschiedene Protokolle, aber das führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Hier können wir jetzt diesen Smart Plug, hier ist er auch abgebildet, können wir den auswählen und könnte jetzt einen Smart Plug hinzufügen. Was passiert dann? Anhand des Smart Plugs wird der Wert bestimmt, was in das Netz eingespeist wird. Das heißt also, der weiß dann automatisch kommuniziert
diesen Smart Plug und weiß dann, dass so und so viel Watt gerade benötigt werden. Nämlich, weil die Waschmaschine angesprungen ist. Also wird er dann mit 800 Watt, nein, nicht mit 2000, mit 800 Watt in das deutsche Netz einspeisen. Somit haben wir dann dementsprechend schon mal viel mehr von diesem zusätzlichen Verbrauch halt eben über die Powerstation abgedeckt. Und das ist natürlich schon eine praktische Sache, denn gerade bei normalen Balkonkraftwerken hat man ja die zwei Panels, sage ich mal, meist zwei. Dann haben wir ja einen Mikrowechselrichter und dieser Mikrowechselrichter weist dann das fest ein, was da gerade erzeugt wird. Über Nacht hat man dann aber nichts. Und dafür hat man ja eben gerade die Powerstation mit dem integrierten Wechselrichter und auch die Zusatzakkus, dass man einfach dann noch was zum Puffern hat. Über Nacht halt eben zum Beispiel. Oder aber wenn etwas mehr benötigt wird und nicht genügend Sonne da ist, hat man ja auch häufig gerade in Deutschland. Also wird das Ganze dann darüber abgefragt und diese Vita-Plugs, die werden dementsprechend mit eingebunden in das System, sodass man zumindest die wichtigsten Geräte darüber abdecken kann. Man muss sich immer überlegen, welches Gerät ist da wirklich sinnvoll. Ich sag mal bei einer Kaffeemaschine, die gerade so einen Peak hat von 2400 Watt oder sowas, aber das dann nur für 10 Sekunden oder 20 Sekunden, muss man nicht unbedingt einen Vita-Plug kaufen. Aber für eine Waschmaschine, die halt eben länger läuft oder einen Geschirrspüler oder einen Wäschetrockner oder sowas, das sind so Geräte, die halt eben wirklich viel Verbrauch haben und der sich auch immer wieder ändert. Denn eine Waschmaschine oder ein Trockner verbraucht nicht durchgehend 2400 Watt, sondern die verbrauchen halt eben mal nur 200 Watt oder sowas für Schleudern oder auch einfach mal nur 30 Watt, wenn das Wasser reinpumpen oder so. Also das kommt immer drauf an. Und gerade bei solchen variablen Sachen, die auch aber über eine längere Zeit laufen, da lohnt sich das dann auch, so einen Plug zu kaufen. Denn dann wird das damit ausgeglichen. Also so, zumindest solange der Akku voll ist und solange die Solarenergie da ist. Ja, und dann wollen wir das Ganze auch nochmal an einem Beispiel zeigen. Und zwar haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben jetzt hier zwei MC4-Stecker von unserem Solarpanel-Testsystem. Die beiden MC4-Stecker. Also jetzt sollte es hier auch schon erscheinen. Genau. Also wir sehen jetzt hier schon die Einspeisung. Wir haben unser Testsystem eingestellt auf knapp 100 Watt. Und dann gucken wir mal, ob das auch so ist. Ja, es ist so. Wir sehen auch auf der App, sehen wir sofort im Eingangsbereich, hier stehen jetzt 75 Watt. Gut, das geht langsam hoch. 83 Watt, der fährt langsam nach oben. Das ist auch ganz wichtig. Also man darf niemals ein PV-Panel bei Sonnenschein anschließen. Also nicht einfach tagsüber das Panel nehmen und den Stecker einstecken oder rausziehen. Denn die Last oder die Entlastung, die kann und wird so hoch sein, dass der Wechselrichter leider das nicht überleben wird. Bitte unbedingt entweder abdecken oder das in den Morgenstunden machen, wenn noch keine Sonne drauf scheint, oder abends, wenn die Sonne weg ist oder sowas. Aber nicht einfach während des Betriebes zack rausziehen oder so. Ansonsten muss das Gerät dementsprechend ausgeschaltet sein. Am besten keine Sonne drauf scheinen und dann einstecken. Wir sehen es hier, das geht hoch bis auf 91 Watt. Haben wir jetzt hier 90 Watt, 91 Watt. Und dann sehen wir auch sofort, dass die Eingangsleistung sofort runtergeht. Hier in der App dauert es noch ein bisschen länger. Ne, ist auch schon runter. Genau. Ja, also das heißt, wir haben jetzt gerade eine Einspeisung gemacht, haben den ein bisschen mehr vollgeladen, sind jetzt bei 52,4% bei dem Hauptakku zumindest. Es gibt leider nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten, müssen wir dazu sagen, wie wir das auch von anderen Herstellern gewohnt sind. Wir haben hier in der App erstmal nur die Übersicht. So, also wir können jetzt hier in der Übersichtsseite umschalten auf die Poweranalyse und wir haben hier die Möglichkeit zu sehen, was wurde an welchem Tag verbraucht. Wir können das Ganze hier noch umstellen auf die Gesamtleistung oder auf die einzeln runtergebrochenen Werte von dem PV-Panel und der Batterie. Und dann kann man sich ein Diagramm dazu anschauen. Zurück geht es übrigens nicht unten über die Zurücktaste, sondern man muss immer wieder auf diese Taste drücken. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann haben wir hier unten noch die Möglichkeit, die Einspeisung zu schauen. Wie viel CO2-Reduktion haben wir gehabt und so weiter und so weiter. Ja, viel mehr ist da aber leider auch nicht drin.
Darstellung ändern von Schwarz auf Weiß-Mode und sowas und die Sprache ändern. Wie gesagt, am besten ja, Englisch lassen, wenn man es kann. Oder halt eben auf Deutsch und hoffen, dass die komplette deutsche Übersetzung dementsprechend bald fertig ist. Und auf der Hauptseite haben wir unten noch einen Button, der nennt sich Schnellladung. Und dann gibt es noch was Verstecktes. Ja, wir haben mal wieder was gefunden. Und zwar, wenn man auf den Systemstatus klickt, das sieht man auch schön übersichtlich alles, dass alles in Ordnung ist oder ob alles in Ordnung ist. Wenn man nämlich zum Beispiel irgendwas übertrieben hat, wenn die Spannung zu hoch ist oder irgendwas. Und dann haben wir hier oben noch 3 Pünktchen und darüber können wir ja das WLAN rekonfigurieren, also Zugangsdaten ändern von dem WLAN. Das ist manchmal ganz interessant oder ist manchmal ganz wichtig, wenn man nämlich zum Beispiel vom normalen WLAN ins Gäste-WLAN das Ganze überführen möchte, weil man halt eben sagt, der Cloud-Zugang läuft ja den gesamten Tag und Nacht durch und das möchte man getrennt von seinem Heimnetzwerk dementsprechend betreiben. Dann nimmt man das einfach ins Gäste-WLAN und gut ist. Ja, dann können wir das Passwort ändern, dann können wir die Factory Defaults laden. Das heißt also, wir können auf Werkseinstellungen das ganze System zurücksetzen. Das ist auch manchmal nicht ganz so einfach bei manchen Geräten. EcoFlow schweigt sich zum Beispiel ziemlich aus darüber, wie das so geht, also zumindest offiziell. Inoffiziell gibt es Wege. Dann können wir noch den Namen bearbeiten. Das heißt, wir haben ja vorhin AESS genannt, das Ding. Wir können das auch ganz anders nennen, wie wir möchten. Und dann können wir das Gerät auch wieder entbinden. Entbinden heißt, das wird abgekoppelt wieder von dieser App und steht dann für neue Apps zur Verfügung. Wir können also dann wieder ein weiteres Gerät oder sowas, ein anderes Gerät nehmen und das darüber verbinden. Es gibt also auch im Internet noch eine Webseite von Alpha ESS, wo man dann übersichtlich alles sich anschauen kann. Die arbeiten auf jeden Fall noch an der App und insofern gesehen kann das Ganze auch noch ein bisschen dauern, bis es wirklich richtig gescheit ist. Das ist bei anderen Herstellern nicht anders. Wenn die Produkte rauskommen, versucht man natürlich erstmal die ganzen Sachen an den Mann zu bringen und entwickelt dann immer weiter und merkt dann natürlich auch, wo irgendwelche Schwächen sind von diesen Geräten. Wir finden aber so, die Übersicht ist schon da. Die Grundfunktionen sind alle gegeben, also alles Wichtige ist erstmal, das ist funktionsfähig. Das ist also, wir haben beim Firmware-Update einen kleinen Schock bekommen, denn hier steht, es soll nur 5 bis 10 Minuten dauern, bis Firmware-Update durchgeführt wird. Bei uns hat es ungefähr 45 Minuten gedauert und das trotz schneller Internetverbindung. Man darf es nicht ausschalten, man darf nichts machen, man muss es einfach weiterlaufen lassen, einfach warten, irgendwann ist es fertig. Es erscheint auch ein Symbol, dass das Firmware-Update noch läuft. Also das heißt, man sollte dann auch wirklich das Gerät nicht ausschalten. Gut, so, das war es jetzt aber auch schon. Ja, also Abo nicht vergessen, damit man auch immer über die neuesten Inhalte von funkyhome.de informiert wird. Wir haben den Funky Home YouTube-Channel und wir haben natürlich auch unsere Webseite. Auf der Webseite gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail, zeigen noch ein bisschen mehr und haben noch ein großes Forum, eine Community, wo wir halt eben untereinander uns unterhalten, über Neuigkeiten und über neue Produkte oder halt eben auch über Fragen. Wenn man irgendwas hat, jeder kann da gerne mitmachen, ist kostenlos. Und jetzt aber dann bis nachher im Test oder bis demnächst im Test. Das dauert, wie gesagt, noch ein bisschen, bis wir halt eben alles ausprobiert haben. Wir möchten halt eben auch noch mehr Erfahrungen sammeln, möchten noch einen Ostsee dran klemmen und möchten einfach mal schauen, wie das Ganze so in der Praxis funktioniert und wie das Ganze arbeitet. Denn es nützt nichts, einfach nur auf dem Blatt Papier nachzulesen, jo, technische Daten so und so sind die und das muss schon stimmen. Stimmt nicht unbedingt und insofern gesehen schauen wir da ein bisschen mehr ins Detail. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.